Hallo ihr Lieben, heute gibt es vegetarische Köfte. Das ist eigentlich ein Widerspruch, weil Köfte bedeutet so viel wie Fleischgericht, aber es gibt Fellachköftisse und da wird einfach das Fleisch quasi ersetzt durch Weizengrütze, also ihr kennt es vielleicht auch unter dem Namen Bulgur, und Hamza hat mir gerade was super Spannendes erzählt, nämlich das Falach heißt auf Arabisch Bauer. Ja, und dann habe ich gegoogelt und der Felache ist das deutsche Wort dafür, heißt auch in der damaligen Zeit eben übersetzt Bauer bzw. Ackerarbeiter. Und das fand ich eben super interessant, aber jetzt komme ich nicht drum herum, euch hier erstmal zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen jetzt hier als Basis erstmal Weizengrütze fein. Das ist Bulgur Ince, das, wenn ihr die türkische Marke nimmt, dann findet ihr das unter dem Begriff, ist nämlich so ein bisschen verbreiteter bei den Türken, sage ich mal. Und das gebe ich jetzt hier zuallererst mal in eine Schüssel, eine große Schüssel, gebe da abgekochtes Wasser dazu, das ist noch sehr heiß. So, einmal mit dazugeben, ganz kurz verrühren und dann einmal mit irgendeinem Deckel oder hier, wie ich es mache, mit einem Teller abdecken und 15 Minuten ziehen lassen. So, nach 10 Minuten konnte das Ganze hier schon mal ein wenig vor sich hin quellen und jetzt geben wir Weichweizengrieß dazu und das quält dann so in der Resthitze und ich gebe auch schon alle anderen Zutaten mit dazu. Dann haben wir hier einmal Mehl, nochmal für die Bindung, ein Ei, ebenfalls für die Bindung und jetzt habe ich halb und halb Paprika und Tomatenmark. Ich finde, dass Paprikamark echt nochmal so einen schönen Geschmack mit reinbringt. Das gebe ich jetzt auch noch mit dazu. Und an Gewürzen brauchen wir nur Salz und Kreuzkümmel, gemahlenen Kreuzkümmel. Und anschließend treibe ich noch eine Zwiebel rein. Und dann kneten wir das ordentlich. Also es dauert schon so 10-15 Minuten. Ihr könnt es auch, wenn ihr die Bakery Boss zu Hause habt, einfach mit der Bakery Boss für 15 Minuten rühren lassen. Das geht auch. Aber ich habe gedacht, für alle, die sie nicht haben, zeige ich das jetzt auch mal mit den Händen. Ich mache das immer gern so, dass ich mir dann den Teig quasi aus der Schüssel auf ein Backblech gebe und dann richtig ordentlich knete. Da habt ihr nämlich ausreichend viel Platz. Und noch ein Tipp von mir, falls ihr merkt, dass die Masse ein bisschen zu trocken ist, einfach ein bisschen warmes Wasser noch nachgießen, immer peu à peu, also nicht so viel auf einmal. Und wenn ihr dann kleine Kügelchen formen könnt, ohne dass sie irgendwie bröckelig oder trocken aussehen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also so sieht das aus. Dann drücke ich das ein bisschen flach, nehme den kleinen Finger und drücke eine kleine Mulde rein. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Teig. So. So, ich darf jetzt auch helfen, ne? Ich habe extra Handschuhe angezogen, weil ich habe ein paar Haare mehr als Kiki, aber nur ein paar. So, schauen wir mal, wie das geht. Wie geht das jetzt? Zeig mal die Menge, ja, die Menge ist gut. Einfach nur zu einer Kugel rollen. So, das hört sich so ekelhaft an. Hast du? Handschuhe hört sich nicht schön an, ja. Ja, perfekt. Ein bisschen flach drücken und dann mit dem kleinen Finger eine Mulde reinmachen. Kann ich mit meiner Nase? Meine Nase ist kleiner. Toll! Voll cool, ne? Ey, geh mal zur Seite. Guck mal her. Okay. Hamza, mach du das mal weiter, ne? Ich will ein Köftchen trinken. Ja, geh mal. So, hab ich gemacht. Hey! Ich hab keine Lust mehr. Geh mal weiter. Hast aber schnell den Geist aufgegeben, ey. Ja, das ging ja schnell. Reicht. Für einen Mann reicht das schon, ne? So, jetzt haben wir alles geformt. Hamza hat mir natürlich auch richtig gut geholfen. Natürlich. Und jetzt gebe ich Rapsöl in eine Pfanne, weil jetzt machen wir die Soße dazu. So, einfach ein bisschen Rapsöl rein. Und jetzt kommt Knoblauch zum Einsatz. Ich mache das gerne so, ich gebe Knoblauch einmal in die Tomatensauce und später, das zeige ich euch, auch zum Joghurt. Und deswegen gebe ich es nicht in den Teig, weil das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Daher hier nochmal den Knoblauch reingeben und auch richtig schön andünsten. Zum Knoblauch geben wir dann noch Paprikamark und braten das noch so ein bisschen darin an und löschen das Ganze mit geriebenen Tomaten. Das heißt, ich reibe einfach Tomaten, die sehr reif sind. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Tomaten aus der Dose nehmen. Und dann löschen wir das noch ab mit etwas Wasser. Es sollte schon so eine flüssige Masse sein und salzen und pfeffern natürlich. Und wer mag, kann jetzt zum Schluss noch ein bisschen Olivenöl für den Geschmack dazugeben. Das mache ich ganz gerne. Und jetzt können wir die Soße auch schon beiseite stellen. Die brauchen wir gleich erst. Und wir machen jetzt hier einmal
mal alles fertig. Das heißt, einmal Salzwasser aufkochen und die Fellerküfte sind, also die Grießkügelchen, die Weizenkügelchen einfach reingeben und das dauert so ungefähr 10 Minuten, bis das Ganze dann gar ist. Und ihr merkt es auch daran, dass das Ganze dann an die Oberfläche steigt. Bei mir haben sie jetzt ungefähr 18 Minuten gedauert, also ein bisschen länger als die angegebene Zeit, weil ich sie schon ziemlich groß gemacht habe. Das letzte Mal habe ich sie vor 1,5 Jahren gemacht, da waren sie noch sehr klein, dann brauchen sie auch nur 10 Minuten. Aber ihr könnt zwischendurch auch eine mal rausnehmen, anschneiden, schauen, ob alles schön gar ist. Sie dürfen auch nicht zu weich sein. Und jetzt einfach in die vorbereitete Tomatensauce geben. Und da ziehen die auch noch mal ein bisschen Wasser ein. So, einmal schön schwenken und dann sieht das auch viel appetitlicher aus, weil die schmecken wirklich extrem lecker. Aber ohne Soße, schaut mal, wenn die jetzt erstmal mit der Soße benetzt sind, sieht es viel, viel appetitlicher aus. Und das war es auch schon. Fertig ist das köstliche Gericht. Unbedingt nachmachen. Und traditionell geben wir natürlich Petersilie, ganz, ganz viel Petersilie oben drüber. Und ich freue mich schon, das nachher zu verspeisen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachkochen. Und tut mir einen Gefallen, abonniert jetzt, also spätestens jetzt meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr aus meiner Ramadan-Reihe. Ihr dürft mir gerne auch noch eure Wünsche äußern. Wir haben nämlich noch nicht alle Videos gedreht. Wir sind noch flexibel. Daher schreibt mir gerne euren Wunsch rein, was darf nicht fehlen. Jetzt aktuell natürlich eher orientalische Zutaten. Ob süß und oder herzhaft ist egal. Wir sind sehr flexibel, ne? Ich vor allem, ja. Ja, also ganz viel Freude und euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!